Good morning. May the peace of God rule in each heart. Van der waren fertig, hier wat met te doen. En man thuis zit en denkt over wat kunde goed zijn, of wat wordt fijn zijn van te reden, en wat wordt ons abbuien, wat wordt ons storen in ons geestlichem leven. Dan drehen einige Gedanken auf viele Städten haben und wir haben ein sehr wertvolles Buch, wo wir immer weiter können lesen und wir können lesen, dass wir uns treisten können an dort und wir können uns storen und verschiedene Dinge wieder lesen und uns trägt das immer weiter nur das Buch und wir forschen, was ist das für mich und ich glaube, alle von uns, wir würden manchmal wieder das Buch nehmen, würden wir beten, Gott, red zu mir, und dann würden wir lesen und würden da meditieren, was hat dann nicht zu uns geredet und was ist meine Abgabe dort und würden uns da beschäftigen und dort ist gerade, was ist und ich wünsche auch, dass das immer weiter dort könnte sein und dort könnte uns tun. Was ich gestern so war nur doch eine Person in der Bibel, was er von Unterschied gemerkt hat, als er dort erkannt hat, dass Jesus der Rader war. Und mir hat von der mit uns aller Taub, um mit nur zu denken, was von Unterschied Philippus merken hat in der ganzen Geschichte von uns Bibelbuch. Wenn wir denken, dass wir leben in einer Stadt, wo wir in Frieden leben, wir fühlen gesegnet, wir fühlen so, dass Gott uns gut ist, wir fühlen dort, dass wir angenommen sind von Menschen um uns, wir fühlen dort, dass Menschen uns gut sind, und all dort merkt uns gut fühlen, dort merkt uns Tüß fühlen, und dort ist auch, dass Gott das geplant hat. Aber immer warum hat wir die Proben an zu denken, dass wir uns hier nicht wollen, so tüßig merken, dass wir verjäten, was ans kommende Leben wird sein, oder dass das Leben hier auf dieser Erde wird eng haben. Wir sind sehr gesegnet, und das wird wir alle tun. Besonders über dort, dass wir Jesus haben kennenlernen. Und dass wir wissen, dass er uns Rader ist, dass er uns Lehrer ist, dass er uns angenommen hat, dass wir einen Tag beantworten können sein. Das ist ein großer Segen, das ist ein großer Blessing, wobei wir leben können. Wir haben was Wertvolles, wo wertvoll ist, von zu reden. Wir haben was sehr Wertvolles. Und was tun wir mit dem Wertvollen, was wir gekriegt haben? Es ist uns das so wertvoll, dass wir auch willig sind, irgendwann und irgendwo von dort wertvolle Dinge zu reden. Aber wo wertvoll ist uns das wertvolle Geschenk wirklich? Jesus vertelt eine Geschichte in Matthew 13:44-46. Es sind zwei Geschichten, die er hier vertellen hat. Und er sagt, dass das Himmelreich wird, ich werde das falsch lesen. Mit dem Himmelreich ist das so, als mit einem Schatz, der auf der Stab vergruft ist, den ein Mann fängt und dann verstört und seine Freude ging und alles verkauft, was er hat, und dort steht Land kauft. So, das Mann, der hat was, wofür er sich freut. Und diese Freude ging er und verkauft alles, was er hat. Ein anderer wird ja sein, er leidt alles andere, was an, aber hier wie wertvoll gewesen, das leidt er nicht Tag, und nun hat er die wertvolle Perl gefangen. Was wir kennen, was wir an Jesus Christus gefangen haben. Dann sagt er wieder, das Himmelreich ist auch mit einem Handelsmann zu vergleichen, der nur feine Perlen sieht. Wir handeln hier auf dieser Erde mit vielen verschiedenen Dingen. Und viele Dinge gehen durch uns Kopf und drehen um uns Kopf. Und alle, von ziemlich jung an, es uns verlangen, dass wir das wahre Frieden wollen haben. Dass wir wollen einen Tag bei Jesus können sein. Das ist uns von klein an ein Verlangen. Und wir handeln mit das. Wenn nicht mit Müll, dann tun wir mit unseren Gedanken. Wir wissen dort, da kommt ein Eng von das Leben und dass wir dann wollen, können bei Jesus sein. In Vers 46, da sagt es,
der dann aus eine sehr wertvolle Perl fang, ging und verkauft alles, was er hat, und kaufte. Als wir das auf einmal klar kriegen, dass Jesus ist diese wertvolle Perl, haben wir dann auch alles andere aufgesagt, alles losgemerkt, dass wir diese wertvolle Perl können mit Frieden an uns Leben beweisen, mit uns ein Leben leben. Diese Geschichten verteilt Jesus hier, uns Denken zu merken, wo wertvoll ist uns dort, dass wir arm aus unseren Raden haben, dass wir arm aus unseren Erlöser haben. Und er sagt, das ist mit dem Himmelreich zu vergleichen, wo dort was sein, wo wertvoll ist uns diese Perl. Wir wissen, wo wertvoll Philippus ist. Wir wollen uns zum Beispiel anlassen, was Philippus ist. Und wenn wir an Philippus denken, dann müssen wir kurz klar haben, dass die Bibel redet wenigstens von 3 verschiedenen Philippus, so hastig gesagt. Da kann auch sein, dass noch mehr sind, aber wenigstens 3, wo ich hastig weiß, wo die Bibel von reden wird. Und von wann Philippus reden wir da? Wir weiten in Matthäus 14, Vers 3, Matthew 14, Vers 3, dass wir ein Philippus, aber dass wir ein Gouverneur, einer, was dein deed, was mit seinen Frühen ein wie was du Konflikt hat. Dort wir ein Philippus, was wir in der Schrift finden. Dann weiten wir der andere, dass wir da, wo wir in Acts 6, Vers 5 lesen können, was einer von diesen 7 Diakonen wir, ein von diesen one of the 7 deacons. Dat wir ook een Philip. En dan hebben we aber das andere Philip, wo Maya wel van reden. Dit is die, wo wir in John 1, Vers 40, du kämpft het eerste Mal über deel. Nou, dat vielleicht in andere Gospels ook, aber hier so ist het eine Weg. John 1, Vers 40, dit wo 2 von Johannes seine Jünger Jesus herangingen. Sie gingen am heran und Johannes hat gesagt, dass dort ist Gott sein Lamm. Dort ist der Welt Sinn drin. Und 2 von Johannes seine Jünger, die kurz aus der hier, okay, dann wollen wir gehen, am heran gehen. Und ich werde falsch lesen. John 1, Vers 40. Einer von den beiden, der Johannes reden hier, mit Jesus mitging, wie Andreas. Simon Petrus, sein Bruder. Andreas fängt das erste seinem Bruder, Simon, und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Andreas wird einer, der kurz diese wertvolle Perl nicht bloß für sich behält, er ging wieder in Delte mit somebody else mit. Er fängt seinen Bruder Andreas, Petrus, Simon Petrus. Vers 41 sagt, Andreas fängt das erste seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Dort meint den Christus. Und er brach ihm Jesus, als Jesus am Anblick sagt, hey, du bist Simon, Jonas ihn sehen. Du sollst Petrus heiten. Dort meint ein Stein. Und dann der nächste Vers, dort wo Philippus abkämpft. Dann den nächsten Tag will Jesus nach Galiläa gehen und er fängt Philippus und sagt zu ihm, komm mit mir mit. Jesus hat zu uns alle gesagt, kommt mit. Kommt mir hier heran. Und wir haben entschieden, dass das ist, was wir wollen. Und das ist, was wertvoll was Jesus uns dort angeboten hat, am heranzukommen. Wir alle sind willig gewesen, am Anfang zu merken, und freuen uns an das. Wenn wir noch nicht alle sind, dann du hast noch Zeit dazu. Wir sehen in Matthew 10, Vers 1-4, dass Philippus, dass wir einer von den Aposteln, von den 12, nur her, der wird in der Salvierie geteilt. Und dann in John 1, Vers 45, das ist, wo Philippus mit dieser Freiheit wiederging, so als Andreas auch dort. Aber hier der Philippus. Philippus fängt Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Moses im Gesetz
auch die Propheten geschrieben haben. Jesus von Nazareth, Josef sein Sohn. Wir haben den gefangen. Diese wertvolle Perl, der habe ich gefangen. Der habe ich gefangen. Nu ist er hier. Und Nathanael sagt, kann von Nazareth was Gutes kommen? Der erste, was Philippus rückgeben hat, wie haben ihn gefangen, er kriegt die Antwort, was lässt du dir? Von du soll noch was kommen, was so eine Freude bringen kann? Was ist Philippus seine Antwort? Philippus sagt ihm, wenn du mich nicht läufst, dann komm, check. Dann was das Antwort. Er sagt das nicht mit der Wir, aber ein anderer wird ja wieder nehmen. Er sagt, wenn du mich nicht lässt, das ist kein Problem. Aber ich weiß, dass diese Freude, dass du, komm, check, dann werden wir mal gut sein. Da wie Menschen, dort denen wir arbeiten, so aus Philippus da. Komm und check. Wie kann sein, kann es sein, dass ich geändert bin? Ich kann nicht anders leben. Ich lebe in Düstern, ich lebe in Schwierigkeiten. Ich werde verbessert. Aber kann es sein, dass die Dinge haben geändert? Das ist nicht mehr so. Komm und check. Als Jesus Nathanael kommen sagt, seht ihr wirklich ein Israelit, in dem nichts falsch ist. Jesus redet Nathanael an der gute Seite an. Er redet am Du an, wo er verstehen kann. Oh, dort, was ich getan habe, das hat was getan. Dort, wo ich mich anstrengen, nur diese Perl zu sehen, dort ist verhofft passiert. Der das anerkennt. Jesus, der das anerkannt, dass ich nur diese Perl sehen darf. Nathanael sagte ihm, wo kannst du mich? Jesus sagte ihm, euer Philippus dir raubt. Als du unter dem Feigenbaum wirst, sag ich dir. So, was Nathanael du unter dem Baum getan hast, sagt es uns nicht. Aber Jesus sagt, das Mann, der beprüft sich sein Leben. Der untersucht sein Leben. Der versucht, das aufrichtig zu haben. Und als er dort unter dem Feigenbaum kriegt, was er getan hat, und hat er gebeten, Gott, ich will ein reiches Leben leben, das sagt uns das hier nicht. Aber Jesus sagt zu Nathanael, du bist ein aufrichtiger Mann. Und dann, dort merkt Philippus Nathanael sein Hort wieder auf und dann sagt Nathanael zu ihm, Herr, oder Rabbuni, du bist der Sohn von Gott. Du bist König in Israel. Nu habe ich diese Perl auch sein. Nu kann ich das sein, dass ich auch was Wertvolles gekriegt. Philippus sieht mir das all. Der wird so viel Freude. Ich sage, dass Philippus hat geändert. Aber nu habe ich das selbst gekriegt. Und so, wir kommen Sonntag für Sonntag zur Kirche. Und wenn uns wir freuen, als wir ein Christ sind, dann würden wir sagen, yes, das sind wir. Aber wo wertvoll ist uns diese Perl, Jesus? Wo wertvoll ist uns der wirklich? Wenn wir denken, dass das Leben hier auf dieser Erde einnehmen wird, wir wissen nicht, wie lang, wir wissen nicht, wie nahe. Aber wir wissen, dass alles das Wort. Und wenn wir uns dann anschauen, dass das diere Geschenk, diese diere Perl, das können wir haben. In der Geschichte, die ich in Anfang lesen, das sagt uns, dass some haben die so gefangen und some haben die nur gesagt. Und als sie die gefangen haben, dann leben sie all ihr ewiges Leben auf und gingen ab till bloß für diese diere Perl. Philippus, der war der Erste, brachte Nathanael nur Jesus. Andreas hat Simon die Hand gebracht. Aber hier der Philippus, hat Nathanael nur Jesus gebracht und der hat diese Perl gefangen. Jesus gab Philippus eine Anerkennung für Nathanael anbringen. Wenn wir die Geschichte vorhin lesen, ich werde bald anfangen zu lesen, aber das sei wie, dass Jesus wird viel wird, was Nathanael tut. Er gibt ihm eine Anerkennung. Der Friede, was du in dir hast von mir, der ist wiedergeregt. Der hat somebody else gekriegt, nachdem dass du diese Friede hast mitgeteilt. Jesus kam nach Jerusalem und da waren viele Menschen taub.
Dat wir als, wo Jesus in Jerusalem nennt, kwam im Tempel door Ram wir, und da wären viele Menschen angekommen zum Beten und verschiedene Dinge. Aber als er da wären in Ram wandern deuten, und dann in John 12, Vers 20 anfangen zu lesen, da sagt er, nu wären da, was Griechen mangt die nun fast gekommen wären, da anzubeten. Nu wären da diese griechische Männer, die suchten nur diese Perl. Das wären, ein anderer wird ja sein, das wären diese Handelsmänner, wo Jesus in der Geschichte von reden hat. Diese Handelsmänner wären da und suchten nur diese diere Perl. Und dann sagt es uns da, die wären gekommen anzubeten. Die kamen auf Philippus, die von Bethsaida in Galiläa wie in Seden zu arm. Herr, wie würden Jesus gieren sein? Wie würden diese Perl gieren gleichen? Was können wir tun? Wir sagen nicht, dass Jesus irgendwas mit diesem getan hat, als die Jesus gesehen haben oder nicht. Aber die Geschichte, die uns da anweisen, dass Jesus eine große Freiheit hat, dass Menschen diese Perl sehen deuten. Dass einem das sehr wertvoll wird, dass Menschen das forschen deuten. Philippus, die Frau kam an Philippus nach und als er diese Freiheit erfahren hat, er ging Frau ermutigt nach Nathanael und sagt, was ich gefangen habe. Nu, dass diese Griechen ankamen, nu ging er nicht für Jesus. Nu ging er nur Andreas. Und da am dort mit, was denn für eine Frau an mir ist nachgekommen. Ich weiß nicht, was kriegt alles diese Griechen wären, woran, was du kriegt wir, aber das wäre nicht im Part von den Juden. Philippus ging und sah Andreas dort, und dann ging sie bei taub und sehen Jesus dort. Sie kamen nicht Jesus mit dort. Dort sind Menschen, die forschen nur die. Das sind Menschen, die sehen nur diese diere Perl. Und ich glaube, von der sind viele Menschen, die rumwanken, die sehen, und die würden gern erfahren, wer Jesus ist. Die würden gern wollen von vielen Dingen loskommen. Die würden gleich ein freie Menschen zu sein. Die würden gleich ein bedrecktes Gewissen los zu sein. Sie sehen, sie sind diese Handelsmänner, oder die gehen auf den Stab irgendwo und sehen, was ist in das Leben alles? Was kann ich tun in das Leben, dass ich diese volle Freiheit in mein Leben kann haben? Das ja verschiedene Ursachen, woran wir nur das sehen tun. Some Menschen, die würden bloß sich laarig fühlen, da fehlt was. Some, die würden in verschiedene Sinn verwickelt sein und gebunden sein und würden sich als Sklaven fühlen. Die würden durchwehen sehen. Das gibt Menschen, die sind an Laster gebunden, die amaglich sind, wo sie nicht würden gleichen unter sein. Und die würden segen. Die würden den gleichen Frieden sein. Aber sie haben diese diere Perl noch nicht erkannt. Some, die sind klar, dass euch nicht reich schaffen wird. Sie würden gleichen, dass sie glücklich sein in ihr Leben. Da kann sein, dass du nicht Vergebung hast, dass du Anverzeihung ist in unser harten Material und wir würden gleichen, dass das los wird, dass ich vergeben kann. Da kann sein, ich weiß, ich soll mir gehen Dinge merken und stellen, dass ich mir Frieden haben. Und mir fällt hier eine Geschichte von einem Frühmensch. Sie schafft eine Stadt, eine Kirche, und kam zu einem Gasthahn und die Restaurant und hat sich dort gewaschen oder was immer und hat einen dieren Fingerring und hat den durch Besieder kam angelegt und verjeten. Und sein einziger war, und dann kam der Drei und er läuft, hat den durch angelegt. Und diese Kirche hat den in der Zeit in ihre Füppe gestoppt. Und dann läuft der Mann, diese Kirche wird den doch wohl abgeräumt oder was. Und dann sagt sie, nee. Und diese Kirche, die trägt am sogar für ihn gerecht und sagt, no, wo wirst du mir Verdacht haben? Und sie wurde sich als eine Christin bekannt,
nee, sorry, Lothar, wat zij ons niet, fängt sie diese diere Pearl. Sie fängt Jesus. Und dann hat sie 8 Jahre versucht sie auch diese Freiheit zu leben. Aber sie kann nicht. Das Stadtworten, sie kann nicht. 8 Jahre war sie sich mit das. Und einen Tag, dann kommt sie nur ein Counselor und vertelt, wo das mit christlichem Leben schaffen hat. Und dann fragt das Mann, hast du irgendein, was du feiert, oder was du alles feiert? Und dann sagt sie, was sie getan hat. Und dann sagt das Counselor zu ihr, dann brauche ich dir nicht sein, dann ist es doch kein Wunder, dass diese diere Pearl so wenig wird ist, oder dass die nicht schaffen wird bei dir. Und dort ist, was das brauchen wird, wenn wie von Jesus gehört haben, wie Jesus angenommen haben, dann braucht das, dass so eine Dinge wurden klargestellt, traggestellt. Sind wir auch so eine Philippuses, die Menschen, die Jesus wiesen, oder die Jesus doch können sein, die Menschen, die Forschende, die Frauen, die. Als Philippus und Andreas und Jesus kamen an, dass sehen, dass Menschen, dass diese Griechen am Frauen denken, was sieht Jesus da? Er redet nicht von diesen Griechen, er sagt nicht was Philippus und Andreas, was sie sagen, gehen tun. Jesus sagt an, der Zeit ist nur hier, dass die Menschen sehen soll, verherrlicht werden. Das wir am Freiheit. Dass Menschen nur diese Pearl sehen tun. Dass sie nur diese Radung sehen. Dass sie nur das herum sind. Jesus sagt, Menschen, die fangen an zu erkennen. Das gibt eine große Freude. Die Menschen, die wollen anfangen, Gott zu loben, für dort, dass ich bei ihr gekommen sind. Die Menschen, die wollen anfangen, den Weg zu leben, was ich für sie zu lernen, was ich lernen darf. Wenn Jesus kommt, der belebt Veränderungen, da passieren Dinge, das bleibt nicht so, als das vorher war. Vers 24 sagt es, ich sage Ihnen die Wahrheit, wenn ein Wettkuhr nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt das allein. Wenn das aber stirbt, dann bringt das viel Frucht. In anderen Worten, Jesus vertelt diese Geschichte, hing ja dort, dass am gesagt worden ist, dass Menschen nur diese diere Pearl sehen tun, dass Menschen nur das Geschenk freuen tun. Hing ja dort, vertelt er in diese Geschichte. Und dann denken an Philippus, wo han kun stellen was sein und dort für sich behauen han, wo han nicht han dürft Jesus dort gehen vertellen, dann würde es allein geblieben sein. Aber Philippus, der kam nach Jesus, er kam nach Andreas und sagte, du sind Menschen, die segnen die, nicht nur Jesus. Er geht wieder und sagt, Jesus dort. Und so diese segnende ihre Frauen, die blieben nicht allein. Die blieben nicht bloß durch. Die wurden wieder geregt. Das, was durchgebracht wurde, anfangen zu tun, würde Frucht bringen. Vielmals kommt das, dass wir uns wundern, wo ist es mit uns, dass wir so wenig Frucht bringen. Erst dort will es wieder zu viel bloß für uns beholen. Er ist uns das Geschenk nicht so sehr viel wert, er ist bloß ein gewandeltes Ding geworden in uns Leben. Philippus bleibt nicht allein. Er ging und sieht Nathanael, er ging und sieht Jesus dort, diese Griechen, die segnen die. Diese Handelsmänner segnen nur diese diere Pearl. Jesus, der wie Frau. Und dann in Vers 25, da sagt es, wer sein Leben gut ist, wird das verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt für nicht achten kann, wird das holen zum ewigen Leben. Das sagt Jesus, als Philippus an sein kam. Das sind Menschen, die wollen die sein. Die würden gleich nicht erfahren, wer die bist. Dann sagt Jesus das. Was will Jesus uns von der Methode lernen? Sind wir so beschäftigt,
und an seine Dinge und vergeten von das diere Geschenk, was wir kriegen haben, von zu reden. Ist uns dort nicht so viel wert, dass wir mal wirklich uns Zeit nehmen, von das zu reden zu Menschen, die das noch nicht verstehen können. Philippus, den die hat so eine Freiheit und er ging, so schön als er Dinge antwortet, er ging nur Jesus mit dort. Er brach Nathanael nur Jesus. Er brach diese Frau nur Jesus. Und Jesus, der sagt, wenn diese wären allein geblieben, dann würden die nicht keine Frucht bringen. Aber nur, dass du das wiedergeregt, nicht kann die Frucht bringen. Wo viel Frucht würde gegeben haben, wenn wir einmal haben das wiedergebracht, was uns wie geopenbart worden. Wo viele Menschen wurden dort an uns gesehen haben, dass wir eine sehr wertvolle Perle, wobei wir leben, wobei wir uns erfreuen. Aber wo viele Menschen sind confused geworden, indem dass sie uns gefragt haben, dass wir Christen sind, dann würden wir ja gesagt haben, dann würden sie uns beobachtet haben, dann würden sie confused sein. Aber wo ist dort mit dem dieren Geschenk, was wir gekriegt haben? Was haben wir damit getan? Jesus sagt hier in Vers 26, wer mit deinen will, der mag mir nur folgen, und wo ich sie soll mit deinen auch sein, und wer mit deinem Wort, den wird mein Vater ehren. Und diese Ehe, der wird wir alle gleichen zu beleben. Wir würden alle gleichen, dass Jesus uns kann sein, well, du hast gut getan. Du hast das zu sein, du hast das, was geschah, das Geschenk, was ich dir gegeben habe. Ich freue mich, die hier zu sein. Ich freue mich, die hier bei mir zu haben für die Ewigkeit. Wird Jesus traurig schicken, was wir mit das Geschenk getan haben. Nathanael, der freut sich und er gibt das wieder. In dieser Gelegenheit, der haben ich und du von denen, das wiederzugeben. Zu anderen Menschen von das zu reden, dass wir sind frei geworden. Wir sind frei von unseren Sünden. Jesus hat uns das vergeben. Wir dürfen nicht mehr in Angst leben, was das Nächste für uns wird sein. Wir wissen dort, wenn wir nicht hier sind, dann können wir bei Jesus sein. Als Jesus hier wieder ging, dann redet er von, dass er wird sterben machen, dass sein Leben wird geopfert worden, dass er sein Leben geben wird, für dass Menschen können gerat sein, und dann die Menschen dort auflehnen. Menschen, die nehmen das nicht an, weil wir würden lesen von Vers 36 und wieder. Haben das jetzt aufgelehnt, und dann in Vers 44 in John 12, dort steht Jesus ab und ruft laut zum Volk. Dann sagt er, wer an mich glaubt, so aus Philippus steht. Er sagt das nicht so dort, aber er sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht bloß an mich, aber an den, der mich geschickt hat. Das kann sein, dass das nicht, dass ich bloß von mir selbst komme. Das ist Gott sein Wort. Das ist Gott, der diese Radung geschickt hat. Jesus steht ab und ruft laut. Und wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Vers 46. So, ich sie aus ein Licht in dieser Welt angekommen, dass wer an mich glaubt, nicht in diesem bleibt. So, das sagt, wer glauben an Jesus Christus, der wird nicht in diesem bleiben, in andere wird sein, in ein anerkanntes Leben bleiben. Der wird in freies Leben leben. Das, was Jesus hier für sich rüberbringt. Und dann sagt in Vers 47, und wer mein Wort hört, und nicht glaubt, den, wo ich nicht rechten will, ich sie gekommen in der Welt zu ich sie nicht gekommen in der Welt zu rechten, ich sie gekommen um die Welt zu raten. Und das, was Jesus sagt in Philippus, der hat diese Radung angenommen. In denen wir das so viel wird, er redet zu anderen Menschen von, er bracht andere Menschen zu Jesus. 48. Wer mich verachten wird und mein Wort nicht annimmt, haft all, was am Rechten wird. Dort Wort, dort ich geredet habe,
wird am letzten Tag rechten. Gott sein Wort. Wir alle haben thuis mehrere Bibeln. Und wir lesen die vielmals ben. Aber das sagt, dass, wenn wir nicht glauben, da wird der Ben sein, dann ist das danach das Wort, was uns rechten wird. Und Jesus sagt, das ist nicht, was er gekommen ist. Er ist gekommen zum Raten. Und wir haben diese Friede belebt, wir haben diese Friede angenommen. Wir können uns wählen von denen, seine Philippus zu sein. Oder wir können still sein und dann sagt er, dann wird uns diese Friede verschwingen. 49 sagt er, ich habe nicht mit mir selbst geredet, der Führer, der mir geschickt hat mir gesagt, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, was er angeordnet hat, bringt auf ihr Leben. Du wirst reden, ich dort, was der Führer mir angeordnet hat, zu reden. Jesus sagt, check. Dort, was ich hier tue, das weiß ich, das bringt auf ihr Leben. Das bringt nicht, das ist nicht bloß nur für diese Zeit hier. Das ist für die Ewigkeit. Das ist mein Wort. Ich sende diese diere Perl. Frei wie uns für dich. Sind wir bereit, so das wiederzugeben aus Philippus Zeit? Er hat uns das geopenbart. Er hat uns das anvertraut. Und weil das wieder auch andere sein sollen, was wir kriegen haben. Muss Gott sein Wort sehen. Und wenn wir abstunden zum Beten, wird passend ist. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe zu uns Menschen. Wir danken dir für das, was du uns geopenbart hast. Und Vater, wir danken dir, dass wir können an das festhalten, dass wir das können glauben, was dein Wort uns lehren wird. Und Vater, so es wir sein am Philippus, dass wir wahrlich das wieder zu reden, bete ich, dass wir auch wollen können, das so wieder reden in Menschen, die bringen. So aus Philippus Zeit. Vater, ich bete, dass du diese Versammlung wirst sehen, dass du uns ein Fried auf das Hart geben, mitzuteilen, was du an ihnen getan hast, dass mehr Menschen kennen, die getroffen wurden. Vater, wir freuen uns, dass du uns gut bist, dass du uns angenommen hast und dass wir in das Fried an dir leben können. Wir danken und beten in Jesus' Namen. Amen.